Wir sind wieder unterwegs. Nachdem wir jetzt 9 Monate tatsächlich Pause vom Radfahren gemacht haben. Die letzte Etappe war quasi durch Schweden. Und nachdem wir 5 Monate in Puerto Morelos in Mexiko an der Karibikküste gelebt haben, sind wir seit gestern endlich wieder auf dem Fahrrad. Und soweit fühlt es sich eigentlich auch alles ganz gut an, aber gestern, direkt am ersten Tag, ist dann doch eine etwas witzige Sache passiert. Oh mein Gott, ey. Sieht aus, als wenn ich mir die Lippe aufgespritzt habe. Ich hatte gerade so eine Fliege oder sowas gepiekst auf der Oberlippe. Ich bin das jetzt am Abkühlen. Ja, ist ein bisschen kribbelig. Tut nicht unbedingt weh. Aber eigentlich schon komisch. Das wird größer und größer. Mal gucken, aber ich glaube, damit wird es schon besser. Oh mein Gott. Ne? Wir sind dann halt direkt zu den Vermietern hingegangen und haben die gefragt so, hey, boah, was war das hier, ein Insektenstich und so weiter. Und die meinten so, ja, ist nicht so schlimm eigentlich, aber kann halt 2 bis 3 Tage dauern, bis das abschwillt. Ich habe mir da gestern schon ausgemalt, wie ich jetzt hier schön 3 Tage mit so einer fetten Botox-Lippe durch die Gegend düse. Aber wie ihr seht, es sieht schon wieder sehr, sehr gut aus. Also ich fühle es noch so ein ganz bisschen. Aber ich glaube, sehen kann man das schon gar nicht mehr. Von daher fühlt sich eigentlich alles ganz gut an. Wie sieht es bei dir aus? Ja, es fühlt sich richtig gut, wieder auf dem Fahrrad zu sein. Gestern war das Fahrrad natürlich wieder etwas wackelig, etwas schwer, wie das immer ist, wenn man nur ein paar Tage Pause macht und ohne Gepäck mit dem Fahrrad fährt, fühlt sich nachher das Fahrrad auf einmal super anders an. Aber heute fühlt es sich wieder jetzt ganz normal wie immer an. Und Kira geht's auch gut. Die saß schön brav gestern im Anhänger, hat zwischendurch geschlafen. Einmal haben wir Pause gemacht, dann hat sie wieder geschlafen. Jetzt sind wir los. Ist die jetzt wieder schon eingeschlafen. Und ja, und mit den Hotelübernachtungen funktioniert jetzt auch ganz gut. Die erste Nacht in der fremden Umgebung war auch kein Problem. Wir haben auch relativ gut geschlafen. Würde ich nicht sagen, dass es jetzt eine besonders ruhige Nacht war. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Gestern sind wir ganz gemütlich 20 Kilometer gefahren, ganz entspannt gestartet. Heute stehen 30 Kilometer an und Ziel für heute ist die Cenote Yumkin. Da kann man wohl direkt an der Cenote in so ein paar Cabañas übernachten. Das wollen wir uns heute angucken.
Sind jetzt in einem Dorf angekommen, wollten hier eigentlich noch ein bisschen Obst einkaufen, haben leider nichts gefunden. Von daher fahren wir jetzt einfach weiter. Wir haben noch ein bisschen andere Sachen. Und vielleicht gibt es auf dem Weg noch ein paar Leute am Straßenrand, die ein bisschen Obst verkaufen. Auf jeden Fall machen wir auch eine kleine Pause. Kira wird gestillt und dann geht es gleich weiter. Für heute noch 8 Kilometer. Da gibt es für uns dann jetzt heute auf jeden Fall auch noch eine schöne Abkühlung. Einen schönen entspannten Tag hier. Sieht richtig gut aus. Wird bestimmt ein geiler Tag. Einmal einen Daumen nach oben da lassen, würde ich sagen. Sieht gut aus. Mittagessenszeit. Auf dem Fahrrad schmeckt alles viel, viel besser. Das ist bester mexikanischer Nudelsalat, der schmeckt immer gut. Na, wir werden heute Nacht zerpickst. Ja, sieht so aus. Aber Kira hat ein gutes Zelt. Das Ingenieursmeisterwerk. Was? Da hinten wird auch gelacht? Kann ja nicht sein. Guten Morgen. Die Nacht war so lala, würde ich mal sagen. Wir mussten uns ein bisschen aufteilen, weil das Bett auch irgendwie zu klein war. Olga hat mit Kira quasi im Bett geschlafen, Kira unter dem Moskitonetz. Alles gut. Ich habe auf der Luftmatratze geschlafen, auf dem Boden. Boah, es waren nachts so viele Moskitos da. Die haben uns beide echt ganz schön zerstochen. Recht. Kira hat sehr gut geschlafen. Genau, das ist das Wichtige. Und naja, wir gucken mal. Heute etwas größere Etappe, 35 Kilometer geplant, bis in die nächste Stadt halt. Vorher kommt nichts anderes. 6:30 jetzt. Sonne geht gerade auf. Wir gucken mal, dass wir spätestens in einer halben Stunde loskommen. So, ich drehe sich die Teile. Boah. Aber ich habe mir sagen lassen, nicht gefährlich.
pur. So, es ist 9:30, wir haben knapp 30 Kilometer gemacht. Fehlen noch ungefähr 10 Kilometer, dann kommen wir in der nächsten Stadt an, wo unser Hotel dann auf uns wartet. Olga ist gerade auf der anderen Straßenseite, stillt Kira nochmal. Kleine Pause. Man merkt auf jeden Fall schon, oder ich merke auf jeden Fall schon, dass es echt doch deutlich anstrengender ist, jetzt so zu fahren. Knapp 30 Kilometer gemacht, fühlt sich an wie 60 Kilometer, muss ich schon sagen. Allerdings haben wir natürlich jetzt auch eine lange Pause gemacht, sind lange nicht Fahrrad gefahren, sind lange nicht mit so einem schweren Fahrrad gefahren. Und jetzt kommt der Anhänger halt dazu. Es sind mehrere Faktoren wahrscheinlich. Also ich denke, man wird sich da schon noch ein bisschen dran gewöhnen. Ein bisschen einfacher, ein bisschen besser wird es schon noch werden. Aber gut, für heute haben wir natürlich auch schon eine große Etappe da, muss man schon sagen. Knapp 40 Kilometer insgesamt. Das ist natürlich schon eine kleine Etappe. Und ich muss den beiden einmal ihren Hut bringen. Kiras Hut, alright, und gleich geht's weiter. Pausetag heute. Wir sind gestern gut angekommen dann um 11 Uhr so ungefähr, gerade noch kurz vor der Mittagssitze. Das hat schon, ich sag mal, gerade noch gepasst, war aber wirklich mega anstrengend, knapp 40 Kilometer. Das hat sich wirklich bei mir zumindest so angefühlt wie 100 Kilometer in den Beinen. Der Anhänger ist schon wirklich schwer, definitiv. Da wird man sich jetzt schon doch dran gewöhnen müssen. Denke ich, werde ich aber auch mit der Zeit. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann auch wieder fitter werde. Das sollte schon passen, glaube ich. Dann 40, 50 Kilometer kein Problem sind. Für jetzt war das aber eine gute Lektion. So, wir werden jetzt gucken, dass wir irgendwie die Route so planen, dass wir wirklich Maximum 40 Kilometer fahren. Lieber eher 20 oder 30. Heute hat es eigentlich die ganze Zeit schon geregnet und es ist auch ziemlich grau. Hier ist gestern Nacht bzw. heute tatsächlich ein Hurricane über Mexiko, über die Yucatan-Halbinsel gezogen. Der Hurricane, wie hieß der denn jetzt? Clara, glaube ich. Oder Claire? Weiß ich nicht. Allerdings deutlich südlicher von uns, sodass hier wirklich nur ein paar Ausläufer waren. Bisschen Wind, bisschen Regen. Nichtsdestotrotz haben wir halt heute gesagt, machen wir Pausetag. Ruhen uns vor allem ein bisschen aus und gucken dann, wie es morgen weitergeht. Wir haben jetzt auch ein bisschen schon Route geguckt. Telefon, Maps.me ist die ganze Zeit im Einsatz. Ist wirklich nicht so leicht, hier jetzt eine passende Route zu finden. Wir hatten zuerst überlegt, dann die Küste hochzufahren direkt. Aber da ist dann ein Streckenabschnitt, 30 Kilometer oder so, irgendwie Schotter- und Sandpiste direkt am Strand. Das wird halt nichts, das funktioniert nicht. Kriegen wir auf gar keinen Fall hin mit den Umständen. Dementsprechend haben wir gesagt, wir fahren jetzt irgendwie doch durchs Landesinnere, aber irgendwie so ganz genau steht das noch nicht fest und das Wetter sieht auch nicht so gut aus und keine Ahnung, wir werden irgendwie sehen, wie es weitergeht.